Moin liebe Lütsch, ich bin immer noch in Bad Bramstedt, das ist das nächste Video aus der Reihe. Und Haji hat hier noch ein paar Sachen vorbereitet. Wir stehen am Fahrzeug, wo das letzte Video geendet hat. Genau, richtig, ja. Das ist das Fahrzeug, wo der Motor ausgebaut wurde. Nicht, weil Michael extra heute gekommen ist wegen dem Ölstand, sondern das Fahrzeug ist, das ist von einem Lieferanten, einem sehr bekannten Lieferanten. Da sitzt jeden Tag ein Fahrer drauf. Und das Fahrzeug wurde hierher gebracht mit einem Getriebeprobleme. Der hat sehr viele Schaltprobleme gehabt. Das sind Automatikgetriebe, 9-Gang Wandlerautomatikgetriebe, genau. Ja. Und wir haben eine Diagnose gemacht. Jedenfalls haben wir am Spannungsversorgung geprüft aufgrund der Fehlermeldung. Und da war alles soweit in Ordnung. Dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das Getriebeöl mal ab. Und im Getriebeöl das Getriebe war ziemlich schwarz und vergoldet. Dann war es uns dann bewusst, okay, wir brauchen gar nicht weiter zu suchen, das Getriebe ist nicht in Ordnung. Ja. Ist ein geschlossenes Kreis, der hat zwei Eingang und Ausgang am Leitung. Da unten, da sind jetzt momentan die Stopfen drauf, weil das Getriebe ist schon ausgebaut. Genau. Und was jetzt genau mit dem Getriebe los ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das ist das ausgebaute Getriebe. Um das Getriebe auszutauschen, muss auch der Motor ausgebaut werden, unbedingt, weil hier die Verzahnungen, man muss ja überlegen, man muss die Verzahnung mit dem Verzahnung übereinbekommen. Und gleichzeitig ist drin auch eine Kerbe, die dann wirklich nur einmalig passt, im eigenbauten Zustand, das Getriebe so wie Nut und auszubauen. Feder eigentlich ineinander. Genau, Ja. es ist vom Fiat nicht vorgegeben. Tatsächlich, und zu anderem ist es auch so, dass man das eigentlich, ich glaube nicht, dass man das so hinbekommt, ohne den Motor auszubauen. Ja, also man läuft Gefahr, wenn man das sich erspart, manche machen das, ne? Aber man läuft Gefahr, genau diese empfindlichen Teile dabei gegebenenfalls schon gleich beim Einbau schon mit dem Schaden zu versehen. Ne? Ganz genau richtig, ja. Deshalb auf jeden Fall das Getriebe demontieren. Das Getriebe wird angeliefert mit vollem Öl. Ja, man muss nicht unbedingt danach ein Öl nachfüllen. Auf jeden Fall war das ja hier, haben wir ja gesagt, dass das Öl schwarz war. Entsprechend muss alles neu ans System, ja, weil sonst ist das halbe Arbeit. Ich finde das immer noch genau. das schwarze Öl, da sind ja entsprechend dann die Fremdstoffe, der Abrieb sozusagen aus dem alten Getriebe, Genau, das läuft sind ja dann immer noch durch. mit drin und dann läuft das ins neue Getriebe auch gleich wieder mit rein. Ganz genau, richtig, so sieht das aus. Ja. Deshalb wurde hier die Leitungen noch mit erneuert, Eingang und Ausgang. Die Leitungen gehen zu dem Ölkühler hier vorne und der Ölkühler wurde selbstverständlich auch mit erneuert, weil man kriegt die Leitung kriegt man das vielleicht sauber, aber also das ist hier auch noch der alte, genauso neu. wie das auch noch das alte Getriebe ist, ne? Genau. Aber der kommt neu. Genau, richtig. Ja. Hier ist der Wandler. Der Wandler ist immer, der steckt auf jeden Fall immer im Getriebe, die kommt automatisch auch mit neu, weil auch in dem Wandler ist Öl noch drin. Da ist ungefähr 1 Liter Öl noch drin, tatsächlich, ja. Hier ist das dann Magneteinheit. Da drinnen, genau. Hier ist der Stecker für die Versorgung der einzelnen Magneteinheiten. Wir haben das schon mal ausgebaut, um da rein zu gucken. Da sind dann tatsächlich solche Magnetventile, also so Ventile sind drin, die das dann auf und zu schließen. Ja. Ich habe schon mal gehabt, Spediteurfahrer, der hat damit 240.000 Kilometer schon mal gefahren, weil bei 220.000 Kilometer muss das Getriebeöl mit dem Filter gewechselt werden. Das war jetzt Modellreihe? Das ist Modellreihe 2022-23, Serie 9. Dann müsste das eigentlich noch das ZF-Getriebe sein. Serie 8, Entschuldigung. Serie 8, ZF 9-Gang Wandlerautomatik. Ganz genau richtig, ja. Ich habe bei dem 2,3 Liter Motor Serie 7, da gibt es das Getriebe ja auch. Da habe ich tatsächlich einen Spediteurfahrer, der dann innerhalb, ich glaube 1,5 Jahre war das nicht mal, hat er 240.000 gelaufen. Ja, und dann, Strecke. genau. Und da müsste wie mal das Getriebeöl wechseln. Und auch den Filter wechseln. Ja. Getriebeöl ist nicht das Problem, der Filter ist das größte Problem, weil Da muss man rankommen. dazu muss man den Motor ausbauen, Ei. da muss man das Getriebe ausbauen und dahinter steckt, also das ist ungefähr in diesem Bereich steckt der Filter, ja, und dann muss man das Getriebe zerlegen.
Ich will euch keine Angst machen, vielen, die dann sagen, okay, bei 240.000 Kilometern muss das Getriebemotor ausgebaut werden. Also das Getriebe gab es auch beim Jeep, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall gab es das schon bei Fiat. Und da haben die dann auch, Fiat hat das nachher geändert. Also ich habe mal auf Lehrgänge gehört, dass sie das auch ändern wollen, dass das lebenslang hält. Weil wir haben bei 240.000 Kilometern das Getriebeöl abgelassen. Das Öl sah so gut aus. Habe ich gedacht, echt, das ist ein neues Öl. Ja. Und der Filter war auch nicht verschmutzt. Was ich aber empfehlen würde ist, das würde ich wirklich jedem raten, auch wenn das Getriebeölwechsel vielleicht nicht unbedingt vorgesehen ist jetzt bei 100.000 Kilometer, ich würde beim mechanischen sowie auch bei Automatikgetriebe würde ich zwischen 70 und 100.000 Kilometer das Getriebeöl mal wechseln lassen, weil auch da sind Verschleißteile und die müssen und dabei entstehen Späne halt. Ja. Und das sammelt sich dann im Öl. Es ist nicht verkehrt. Also auch bei manuellen Getrieben, ne? Ganz genau, durchaus richtig, mal. Und das mit den Kilometerständen auch für serielle Getriebe, das hat Hatschi mir auch schon gesagt. Das ist vielleicht mal ein Thema für schwarze Schaf, wenn das dann nächstes Jahr für die große Inspektion ansteht. Da haben wir dann ja Zahnriemen. Je nachdem, wie viel ich jetzt fahre, ich bin, glaube ich, jetzt so bei 47.000, 48.000 Kilometer. Da könnten wir in der Größenordnung sein, dass er dann vielleicht die 70 voll hat. Dann gucken wir auch mal ins Getriebeöl vom schwarzen Schaf. Dann machen wir das einfach mal und ich zeige euch mal dann nächstes Jahr, wie gesagt, wie bei mir dann das Getriebeöl dann aussehen wird zu dem Zeitpunkt. Also es ist auf jeden Fall bei 60.000, 70.000 Kilometer dann schon ziemlich dunkel und es ist auf jeden Fall erfahrungsgemäß bei 70.000 Kilometer sieht das Öl ziemlich dunkel aus, ziemlich schwarz aus, so dass ich dann sagen kann, das kann nicht sein, dass man da keine Wechselintervalle vorgesehen hat. Ja. Und ich überlege so, 2,9 Liter kommt bei dem großen Getriebe und 2,7 Liter kommt bei dem kleinen Getriebe, im Schaltgetriebe spreche ich davon. Ja. Und auch bei dem MTA-Getriebe ist 2,9 Liter nur Getriebeöl. Ja. Das Geld muss dann wirklich schon über sein, anstatt wenn man sich ein komplett neues Getriebe kauft. Das ist deutlich teurer. Zumal so ein Ölwechsel, wenn es eben nur der Ölwechsel ist, wir haben eben vom Filtergehäuse beim Automatikgetriebe gehört, was wirklich schwierig ist. Ne? Aber wenn es wirklich nur um den reinen Ölwechsel geht, da sprechen wir ja nicht von riesengroßen Beträgen. Was muss man da so grob über den Daumen ungefähr 200, 250 Euro. Ach, das ist, ne? Also da denke ich überhaupt nicht drüber nach, das mache ich. Ne? Ja, also es spart wirklich viel Ärger im Nachhinein möglicherweise. Gut. Dann haben wir Getriebethema durch. Genau, richtig, ja. Getriebethema haben wir durch. Dann würde ich einmal Thema Zahnriemenwechsel einmal ansprechen. Dann einmal kurz in... Mach ruhig genau das. Zahnriemenwechsel wird dann so Thema vom nächsten Video. Ne? Ja. Dieses Video endet jetzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Ich freue mich ebenfalls über eure Kommentare, über eure Anrufe möglicherweise. Er liest das. Ne? Er liest mir das wirklich, ja. Ich finde das toll. Ne? Ich lese auch alle eure Kommentare und auch ich gebe mir Mühe, möglichst alle zu beantworten. Ja.